Ein Nashorn, was mal eine Hornisse war. Die neue Limited Edition aus dem Hause Kobi. Ist die ihr Geld wert? Mehr dazu nach dem Intro. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute stelle ich euch das Kobi-Set 2662 vor, den Panzerjäger Nashorn, das Sonder-Kfz 164. Die Neuauflage als Limited Edition des Kobi-Setes 2517 aus 2018. Das Ding war relativ günstig, das Ding hier ist relativ teuer. Ob es sich lohnt, das sehen wir uns heute genauer an auf meinen Bautisch. Da liegt die aktuelle Limited Edition aus Oktober 2025 auf dem Bautisch. Das Kobi-Set 2662 aus der Historical Collection World War II. Der Panzerjäger Nashorn, das Sonder-Kfz 164, hier in den Farben der schweren Panzerabteilung 519. Unser Nashorn-Hornisse. 3 Minifiguren haben wir, einen Fallschirmjäger in Wintertarn und dann 2 Panzersoldaten. 1166 Steinchen, natürlich im Maßstab 1:48 und das Fahrzeug Wintertarn, deswegen auch das Kartondesign im Wintertarn. Wir haben hier ein Originalfoto. Was ich ganz spannend finde, wir haben jetzt hier besondere Fähigkeiten. Natürlich können wir die Klappe aufmachen, hinten für den Kampfraum, aber viel interessanter, wir können die 8,8 Kanone aus dem Fahrzeug raushebeln, um dann zum Beispiel an den Motor zu gelangen. Richtig spannend. Wir haben hier fast quasi einen Waffenträger von Kobi. Hier nochmal ein paar Fakten, die bekommt ihr bei mir natürlich in der Faktenzeit und natürlich darf die Bewaffnung für die Figur nicht fehlen. Das ganze Fahrzeug, wie gesagt, in so einem Wintertarn, das Weiß über dieses Senfgelb getüncht. Wir haben diese neuen Blätterformteile und sonst relativ wenig Accessoires bei dieser Limited Edition dabei. Wie gesagt, das Fahrzeug hieß mal Nashorn bzw. Hornisse, also kann dieses Fahrzeug auch ruhig jetzt mal in die Luft gehen. Warum Nashorn und Hornisse, darüber sprechen wir gleich bei den Fakten. Jetzt aber erstmal schauen wir, was sich im Karton verbirgt. Ja, Freunde, da ist unser Nashorn, was mal eine Hornisse war, auf den Bautisch geflogen. Natürlich den neuen super Teiletrenner von Kobi hier in Schwarz. Ich kann nie genug von diesen ultimativen Brick Separatoren bekommen. Kobi hat da wirklich die Messlatte sehr hoch gelegt. Wir haben eine Bauabschnittstüte 1, eine Bauabschnittstüte 2 und eine Bauabschnittstüte 3. Natürlich viel im Tan und Weiß sowie Grau und Schwarz gehalten. Alle Tüten sind so semi gefüllt. Man hätte es wahrscheinlich auch auf 2 Tüten reduzieren können. Darunter natürlich das Zertifikat für die Limited Edition mit den Steinen, die hier noch dabei sind. Ihr dürft gerne wie immer raten, welche Nummer ich habe. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann natürlich die Anleitung hier in DIN A4 und wieder so Hochglanzpapier. Das gefällt mir überhaupt nicht gut. Das wirkt nicht so wertig, Kobi. Es fühlt sich ein bisschen sogar ölig an. Wir haben das gleiche Design wie auf dem Karton. Altersempfehlung ab 11 Jahren. Natürlich haben wir hier keinen Sticker, alles nur Prints. Wir bauen wie folgt los. Wir arbeiten uns von Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte durch. Kobi-Bauanleitung haben ja keine Seitenzahlen, heißt von Baustep zu Baustep, von Tüte zu Tüte. Wir achten natürlich auf die Hinweise hier in der Legende, da Kobi-Steine ja kompatibel sind mit den Systemsteineherstellern, so nenne ich sie ganz gerne, aber trotzdem andere Formen hat, andere Winkel und andere Größen von Tubes zum Beispiel, wenn wir hier mal an diese Brackets denken und so weiter. Und andere Farben ja sowieso, da ist Kobi unique. Pfeile weisen uns den Weg. Der aktuelle Baustep ist immer der farbliche und in diesen Rechtecken sehen wir, welche Steine wir brauchen. Wir haben ganz oft Anlegehilfen, dann brauchen wir noch nicht mal Noppen zählen, aber dafür haben wir ja auch den Teiletrenner. Fertig sind wir dann, wenn wir auf der vorletzten Seite, bzw. vorvorletzten Seite, den Motor in den Kampfraum des Fahrzeugs stecken, also darunter
also 290 Bausteps. Wenn wir die Minifiguren mal hier rausrechnen, dann auf den letzten Seiten traditionell die Teileübersicht. Sollte euch ein Teil fehlen, hier habt ihr die Nummer und dann könnt ihr es gleich hier unten auf dem Service-Tag der Webseite bei Kobi monieren. Und ja, hier auf der Rückseite nochmal quasi das Fahrzeug, was wir jetzt zusammen bauen werden. Ich wünsche euch, weil es sehr interessant ist, viel Spaß bei den Fakten zu unseren Nashorn und natürlich ganz uneigennützig mir viel Spaß beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute geht es um ein echtes Kaliber unter den Panzerjägern des Zweiten Weltkriegs. Die 8,8 cm Pak 43-1 Auffahrgestell Panzerkampfwagen 3 bzw. 4 Selbstfahrerfette, das Sonder-Kfz 164, besser bekannt als Nashorn oder ursprünglich Hornisse. Ein Fahrzeug, das zwar dünn gepanzert war, aber durch seine gewaltige Feuerkraft weit über seine Gewichtsklasse hinausschlug. Als im Jahr 1942 die Wehrmacht an der Ostfront auf die schwer gepanzerten sowjetischen Panzer T-34 und KW-1 traf, zeigte sich schnell, dass die bisherigen deutschen Panzerjäger nicht mehr ausreichten. Es musste ein Fahrzeug her, das auf große Distanz schwere Panzer bekämpfen konnte. Die Lösung kam in Form einer improvisierten, aber tödlichen, effektiven Konstruktion. Der Hornisse, später bekannt als Nashorn. Gebaut wurde das Sonder-Kfz 164 ab Januar 1943. Grundlage war ein Hybrid-Fahrgestell, das Komponenten des Panzer III und Panzer IV kombinierte. Der Hersteller war die Firma Altmärkische Kettenwerke GmbH, die man auch als Alket kennt, in Berlin-Tegel, zusammen mit den Deutschen Eisenwerke. Das Herzstück des Nashorn war seine Kanone, die 8,8 cm Pak 43-1 L71, das ist das Kaliber. Dieselbe Waffe, die später im Tiger II und im Jagdpanther Verwendung fand. Diese Kanone war zu ihrer Zeit eine der stärksten Panzerabwehrwaffen der Welt und konnte eine T-34 und sogar einen schweren IS-2 auf über 2000 Metern Entfernung durchschlagen. Das Fahrzeug selbst war allerdings nur leicht gepanzert. Die Frontpanzerung betrug 30 mm, an den Seiten und am Heck waren es gerade einmal 10 mm. Russische Panzerbüchsen konnten diese leicht durchschießen. Auch das Dach fehlte komplett. Die Besatzung war nach oben hin offen, was sie gegen Artillerie, Granatsplitter und Flugzeuge sehr verwundbar machte. Angetrieben wurde das Nashorn von einem Maybach HL 120 TRM Motor, einem 12-Zylinder-Benziner mit 300 PS, der das rund 24 Tonnen schwere Fahrzeug auf bis zu 40 km pro Stunde brachte. Die Reichweite lag bei etwa 260 km auf der Straße und 130 km im Gelände. Die Besatzung bestand aus 5 Mann, Fahrer, Funker, Richtschütze, Ladeschütze und Kommandanten. Aufgrund des offenen Ausbaus war der Arbeitsplatz vergleichsweise geräumig und die Sicht auf das Gefechtsfeld war gut, ideal für den Hinterhalt, aber fatal im Nahkampf. Zwischen 1943 und 1945 wurden etwa 494 Fahrzeuge produziert. Ursprünglich nannte man das Fahrzeug Hornisse, doch ab 1944 wurde der Name offiziell von Adolf Hitler gefordert in Nashorn geändert. Vermutlich um der zunehmenden Zahl von Tiernamen für Panzerjäger zu folgen, wie Elefant oder den Jagdpanther. Taktisch wurde das Nashorn meist in schweren Panzerabteilungen eingesetzt, insbesondere an der Ostfront, aber auch in Italien und später in Westeuropa. Seine Stärke lag im Fernkampf. Aus gut getarnten Stellungen konnte es gegnerische Panzer vernichten, lange bevor diese überhaupt in Reichweite kamen. Der hohe Aufbau war aber sehr gefährlich. Taktische Deckungskämpfe wie mit Sturmgeschützen war mit dem Nashorn nicht möglich. Bekannt wurde das Fahrzeug unter anderem durch den Einsatz in der Schlacht von Kursk im Sommer 1943, wo die Nashörner der 653. und 654. schweren Panzerjägerabteilung große Erfolge erzielten. Sie nutzten ihre Reichweite und Präzision, um sowjetische Panzereien zu dezimieren. Allerdings immer mit der Gefahr, im Nahkampf schnell ausgeschaltet zu werden. Trotz seiner Schwäche wurde das Nashorn bei erfahrenen Besatzungen sehr geschätzt. Seine 8,8 cm Kanone machte es zu einem gefährlichen Gegner, selbst für modernste alliierte Panzer.
Während der Kämpfe um Vitebsk zum Beispiel im Dezember 1943 schoss ein Nashorn unter Hauptmann Albert Ernst an einem Tag 14 sowjetische Panzer ab. Im März 1945 gelang es einem Nashorn, einen der neuartigen schweren US-Panzer vom Typ M26 Pershing auszuschalten. Allerdings konnte es mit zunehmender Luftüberlegenheit der Alliierten kaum noch effektiv operieren. Ich erwähnte das nach oben ungeschützte Fahrzeug. Nach dem Krieg blieben nur wenig Exemplare erhalten. Heute sind noch etwa 10 Nashörner weltweit in Museen zu sehen, unter anderem im Panzermuseum Munster, in Kubinka, im Tankmuseum der US Ordnance Army in Aberdeen und in einigen privaten Sammlungen. Fassen wir nochmal ganz kurz die wichtigen Daten zusammen, denn Kobis Angaben waren ja etwas spärlich. Der Name war Sonder-Kfz 164 Nashorn bzw. Hornisse. Hersteller Alket und die Deutschen Eisenwerke. Produktionszeitraum von 1943 bis 1945, produziert etwa 494 Stück, Quellen variieren. Gewicht rund 24 Tonnen. Motor kam von Maybach HL 120 TRM, 12 Zylinder mit 300 PS. Höchstgeschwindigkeit ca. 400 km/h, Reichweite auf der Straße bei 260 Kilometern, im Gelände bei 130 Kilometern, Panzerung zwischen 10 und 30 mm, je nach der Art. Bewaffnung die 8,8 cm Pack 43 Schräger 1 im Kaliber L71, Besatzung 5 Mann. Damit war das Sonder-Kfz 164 Nashorn ein echtes Paradebeispiel, abschließend für die deutsche Ingenieurskunst. Schnell improvisiert, aber effektiv wie viele Kampffahrzeuge in der Zeit. Ein Panzerjäger, der trotz seiner dünnen Panzerung durch pure Feuerkraft beeindruckte. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert für mehr historische Klemmbaufakten und natürlich auch für die Klemmbaustein-Reviews, wie jetzt, wenn wir uns final das Kobi-Set 2662 anschauen, liebe Freunde. 2,5 Stunden garantierter Bauspaß und dann steht der Panzerjäger Nashorn, formerly known as Hornisse, auf meinen Bautisch hier für euch zum Präsentieren. Das Kobi-Set 2662, die Limited Edition aus Oktober 2025 aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1:28. 1166 Steinchen und ja, ein Zertifikat, das uns sagt, ich habe hier die Nummer 202, rechts unten unterschrieben von dem Herrn, der den besten Job der Welt hat, nämlich dem CEO von Kobi. Das Zertifikat geht an die Seite. Wir wollen ja sprechen über dieses Fahrzeug und wir müssen über ein paar Punkte reden. Bauspaß ist garantiert und dann kommt wie immer so ein kleines Aber. Typisch deutsches Review, würde ich behaupten. Ich habe mal hier so ein bisschen ein paar Mocks links wie rechts auf den Bautisch gestellt, damit unser Nashorn auch hier die richtigen Freunde hat, das richtige Ambiente. Ganz rechts den Versuchsflakwagen und natürlich hier die Panzerhaubitze Hummel. 3 Minifiguren haben wir, die sind schon mal ganz cool, aber wir fangen ganz vorne an. Das Set ist ein Set, was sich Kobi mal wieder hat, ja, wie soll ich sagen, nicht ausgedacht, sondern beeinflussen lassen von einem Tamiya-Set, einen Bausatz im Maßstab 1:48, die 32600. Kobi hat dieses Set fast 1:1 umgesetzt, hier in Klemmbausteinen. Es zeigt ein Fahrzeug der schweren Panzerjägerabteilung 519, ungefähr eingesetzt damals bei der Heeresgruppe Mitte 1943, ab da war ja das Nashorn damals noch als Hornisse im Einsatz, 44 dann erst auf Weisung eines böhmischen Gefreiters dann auf Nashorn gemünzt. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dieses Fahrzeug hat wirklich Spaß gemacht zu bauen. Es gibt 1, 2, 3 Bausteps, die machen überhaupt keinen Spaß, da kommen wir gleich zu. Was ich überhaupt nicht gut finde, ist diese Anleitung, das Papier mit diesem Hochglanz. Ihr seht es vielleicht hier, es wirkt ein bisschen schleimig, ein bisschen glitschig, das gefällt mir nicht. Das Außenpapier in der Mitte geht es dann, aber das hat Kobi schon mal besser gemacht. Ich mag
zwar so ein Hochglanzdesign der Anleitung, aber wie gesagt, wenn es sich so glitschig anfühlt, ist es nicht mein Fall. Wirkt nicht so wertig für ein 100-Euro-Set. Ich habe einige Steine über. Was ich krass finde, ist, dass ich hier so einen großen 1x5er Bar über habe in diesem Senfgelb. Vielleicht an alle, die auch so ein Set haben. Habt ihr das auch über? Ich habe extra meine Anleitung durchgeguckt. Ich habe nichts gefunden, wo ich mich habe verbaut können. Vielleicht habt ihr das auch über. Ist ja mal schön, wenn man solche Steine über hat. Fände ich ganz nice, beziehungsweise finde ich ganz nice. Kann man ja nie genug haben, so ein paar Steinchen. Ja, gehen an die Seite. Natürlich der Teiletrenner, der uns hier sehr geholfen hat in Schwarz. Ich liebe die Kobi-Teile-Trenner. Die sind super. Die Laserschwerter, das Schweizer Taschenmesser des Klemmbausteins bauen. Wir haben wie immer bei Limited Edition ein Motorträger hier für unseren HL 120 TRM, den ich auch in Fakten ein paar Mal erwähnt habe. Da stellen wir gleich den Motor drauf. Und wir haben das Typenschild natürlich gelasert mit der typischen Kobi-Hinge-Bauweise hier. Hochglanz, Panzerjäger Nashorn, Sonder Kfz 164, Maßstab 1:28 mit der von mir schon gezeigten 202. Hier sogar mit der 0202 gelasert. Finde ich nice. Wir haben ein bisschen, Kladderadatschen möchte ich mal behaupten. Wir haben eine Werkzeugkiste, in der wir hier Schraubenzieher, Handgranate, da liegt sie gut, und eine Brechstange haben und dann halt diese typische grüne Kiste. Da gehört eigentlich noch dieser Kanister mit rein, den ich jetzt mal der Figur hier in die Hand gepackt habe. Die Figur sieht ziemlich cool aus, hat ein verschmutztes Gesicht, die typische Feldmütze 43, weiße Hose und dann diesen grüne Panzerjacke mit den rosa Absätzen. Finde ich gut, vorne schön gedruckt, hinten dann nicht. Die typische weiße Hose mit den kleinen Halbschuhen und wie gesagt, die Mütze, die hier oben aber auch gut bedruckt ist. Dann haben wir hier unseren, ich denke mal so der Kommandant sein, mit Kopfhörern, mit Dienstglas und auch hier alles bedruckt, schön am Torso mit den Stiefeln, mit den hohen Stiefeln, mit einer Luger, mit Dienstglas und hinten auch nicht bedruckt. Hier schön die Koppel, die kann man auch gut sehen. Und das Highlight auf jeden Fall ist der Fallschirmjäger mit Fallschirmjägerhelm hier in weiß und unten mit Netz, beziehungsweise der ganze Tarnanzug hier, so Neckermann-Wendejacke würde ich mal sagen, mit Munitionstaschen, mit der Koppel, mit dem Luftwaffensymbol drauf und hier so einen Schal um den Kopf und den weißen Fallschirmjägerhelm. Hinten schön bedruckt und da sieht man auch so ein bisschen dieses Muster der, ich sag mal, Neckermann-Jacke. Ich gehe davon aus. Ich muss euch aber sagen, diese Figur ist halt die nicht zum Fahrzeug gehört. Ich fände es cool, wenn Kobi mal eine richtige, komplette Panzerbesatzung bringen würde. Figuren wollen nicht stehen bleiben, die wollen sich hinlegen, die wollen in den Feierabend. Das ist bei Kobi-Figuren immer so ein Thema, sie auf glatten Oberflächen hinzustellen. Da muss man schon gucken, dass es geht. Da haben dann Figuren, zum Beispiel aus Dänemark, ist einfacher, weil sie viereckige Füße haben. Aber wir haben jetzt zwei Figuren, die zum Fahrzeug gehören und eigentlich bräuchten wir noch eine dritte und eine vierte. Moin, der will auch nicht stehen. Und noch eine fünfte. Ich habe es euch gesagt, so wäre es historisch korrekt, wenn wir hier 5-Mann-Besatzung hätten mal für das Fahrzeug. Das fände ich ganz cool. Die Figur des Fallschirmjägers ist super, will ich gar nichts gegen sagen, aber ich fände es mal richtig geil, wenn man für den Preis, für 100 Euro, mal eine komplette Panzerbesatzung kriegen würde. Gott sei Dank habe ich ein paar Figuren. Gott sei Dank hat Kobi ja nochmal ein Panzer-Figuren-Pack rausgebracht. So konnte ich ein bisschen was spielen, aber geil wäre es halt schon mal. Die Anleitung schiebe ich mal kurz zur Seite, denn wir wollen uns ja das Fahrzeug anschauen. Zur Anleitung kommen wir aber später auf jeden Fall noch. Ich kann euch sagen, das Fahrzeug rollt sehr gut, nur auf meinem glatten Untergrund hier rollt es nicht so gut. Ah doch, ihr seht es da, rollt sehr schön. Gut, graue Ketten, schön, dass wir dieses Weiß-Senfgelb haben, auch ganz toll, diese neuen Pflanzenteile mit Muster. Wir haben viele kleine Details, die vielen Drucke, hier Pommern, das Balkenkreuz, wir haben Wagenheber, wir haben hier auch die Aufhängung dieses Hybridlaufwerkes Panzer 3, Panzer 4, ich habe es euch in den Fakten gesagt. Viele Details, viele Drucke hier
das Gefechtsscheinwerferchen. Auch hier an der Front im Fahrererker, tolle Drucke überall. Aber auch einen großen Fehler schon. Ihr seht hier das Abstützgestänge für das Fahrzeug im Marsch. Das passt gar nicht. Also es würde dann durchhängen nach unten. Das ist zu kurz. Da muss man Hand anlegen. Das finde ich nicht gut. Das hat Kubi zum Beispiel hier bei der Hummel besser gelöst. Da passt es, auch wenn es riesige Formteile sind. Hier ist es schön gelöst, schön gebaut mit einzelnen Tube-Elementen. Aber es liegt nicht richtig auf. Es hängt dann durch. Es ist zu kurz. Richtig toll ist der Innenraum und auch das Heck eigentlich, wobei hier mir ein bisschen, da unten sehen wir die Abgasanlage, aber wo kommt der Kraftstoff rein? Das fehlt vielleicht ein bisschen. Wir haben hier relativ kleine Klappen, also das ist im Original auch größer gewesen. Trotzdem finde ich den Kampfraum von innen richtig gut. Man sieht es ja hier vielleicht, wir haben überall Munition versteckt. Und das war auch historisch wirklich so in den Seiten. Wir haben hier die Ferngläser zum Rausschauen. Wir haben generell viele Details an der Pack mit dem Verschluss, den Sitz, Höhenverstellung und so weiter. Da hinten noch Kisten. Also das finde ich geil. Und wir haben auch Noppen, um Figuren an das Fahrzeug anzubringen. Was ich aber schade finde, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, Freunde, aber wie gesagt, wir zahlen ja auch viel Geld. Eigentlich müsste hier hinten noch eine Aufhängung für ein MG. Links wie rechts hatte das Fahrzeug für Flugabwehr und Nahkampfbekämpfung ein MG 34 bzw. 42. Auf jeden Fall eine Aufhängung gab es für das Fahrzeug damals da dran. Das finde ich ein bisschen schade. Sonst finde ich den Innenraum richtig geil und wir gucken uns gleich die Kanone E nochmal an, weil wir können sie rausnehmen, denn wir müssen da drunter fassen, um an den Motor zu kommen. Hier hinten die Luken finde ich zu klein. Generell kann man hier die Noppen viel durchsehen. Man hat viele, wie soll ich sagen, Schlitze, die man sehen kann. Wobei hier geht es noch. Ganz pfiffig hier eigentlich, dass man hier die Abgasanlage sieht. Dann wird es relativ kantig. Das typische Panzer IV Fahrwerk, auch wenn es hier halt das gestreckte Hybridfahrwerk ist. Aber so kennen wir es auch vom Wirbelwind oder von den Sturmgeschützen bzw. vom Panzer IV. Und von unten diese typische Bauweise von Kubi. Hier aber massiv gebaut, das gefällt mir. Kommt so ein bisschen Retro-Kubi-Vibes rüber, das finde ich geil. Lustig gebaut sind hier die Verkleidungen, die nehme ich gleich auseinander. Was ich gar nicht gut finde, ist, ich mache mal die Pack nach oben, ist hier dieser ganze Erker. Kubi hat eigentlich tolle Slopes, aber hier haben wir riesige Lücken durch die Luke hier oder für die Luke hier vorne und dann haben wir da so Noppen, dass wir die Figur vielleicht auf die Noppen draufpacken können mit einem halben Torsi, okay, aber diese Luke hier mit diesen vielen Freiräumen, das kann Kubi eigentlich besser und Kubi hat ja eigentlich für so eine Düsenjäger tolle Slopes designt, das gefällt mir hier nicht so gut. Hier ist es relativ billig gelöst, aber damit kann ich leben. Hier haben wir auch eine Luke und auch da wieder Noppen, dass wir da vielleicht eine Figur reinklemmen können. Accessoires, viele. Highlight natürlich die Pack, die ich jetzt hier einmal rausholen werde. Hier muss man mich so runterfassen. Eigentlich mit 2 Fingern, das ist jetzt für euch ein bisschen schlecht für das Video. Seht ihr, da sind diese 2 Griffe. Dann kann man die Pack hier rausnehmen und dann kommt man an den Motor und kann den Motor dort rausnehmen. Generell da drinnen auch schön gebaut, weil wir haben einen schön gebauten Motor. Wir haben hier Filter und so weiter. Auch vor allen Dingen Metallic, endlich mal wieder beim Metallic bei Kubi. Das gefällt mir richtig gut und ihr seht auch hier den Innenraum. Lustig, hier, da geht die Verkleidung immer ab, weil wir hier diesen Balljoints arbeiten, aber es so ein bisschen reinklemmen. Das ist optisch einigermaßen gut gelöst, aber stößt hier an. Das nehme ich jetzt mal so hin, alles gut. Da würde ich nur nicht so oft dran fassen, dann geht das ab. Ich zeige euch sowieso mal, wie hier Kubi die Verkleidung dran gemacht hat. Hier nämlich, dass wir mit Hinge-Elementen an diese Steine gehen, die herausstechen. Wir klemmen sie dann hier rein. So, und diese 1x2er Hinge-Elemente klemmen wir dann hier so an die Seite dran. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man es trifft und dass es hält. Und hier oben kommt man immer ganz gerne mal an das Okular. Da müsst ihr sowieso aufpassen. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal bei Kubi eingefallen oder aufgefallen, dass wir diese neuen C-Clamps mit Halbnoppen haben. Die soll man natürlich auf diese Bars hier drauf packen und sieht auch wirklich gut aus wie ein Okular, aber steckt sie von oben drauf.
Klemmt sie nicht drauf. Wenn ihr sie draufklemmt, kriegen die leicht schon Stressmarker und dann rutschen die runter. Das zeige ich euch gleich mal, nämlich hier bei der Kanone. Da rutscht das nämlich durch. Da seht ihr es hier. Das hält kaum. Hier oben. Na doch, jetzt hält es. Aber das hier untere, das ist ziemlich locker. Da seht ihr es. Das rutscht runter. Und das habe ich einfach so draufgeklemmt. Und dann hat es kaum Halt. Und ich weiß nicht, ob man da Stressmarken sieht so ein bisschen. Nein, ich glaube noch nicht. Aber man merkt, dass dort keine gute Klemmkraft ist. Es labbert hier rum. Deswegen steckt es von oben auf die Stange drauf. Nicht einfach so drauf drücken. Das hält dann nicht so gut und hat nicht mehr diese typische Kubi-Klemmkraft, die wir alle sagen. Hier aber richtig toll gelöst. Die ganze Aufbauten, die ganzen Verstellungen, die ganzen Gasdruckfeder und Rückhalteteile für die Pack. Hier mit einem exorbitanten Wendekreis, den ich so in echt im Fahrzeug nicht hatte. Aber ich finde es gut. Wir haben hier quasi eigentlich irgendwie einen Waffenträger von Kubi gebaut. Der Motor halt darf nicht fehlen und den packe ich jetzt noch auf den Motorträger drauf. Der ist auch richtig super geworden. Ich habe es schon mal erzählt, ich habe schon so viel Limited Editions gebaut. Ich könnte eine eigene Maybach Motorenfabrik bauen. Richtig toll, richtig cooler Motor und auch richtig pfiffig, dass wir ihn aus dem Fahrzeug rausholen. Also wenn wir die Pack zur Seite stellen und somit quasi hier wirklich das Fahrzeug auseinandernehmen können. Bisschen doof, dass man ab und zu mal ein paar Noppen sieht. Bisschen blöd, habe ich euch gesagt, ist hier diese schräge Bauweise. Die darf man nicht anfassen. Sonst bin ich aber eigentlich ziemlich glücklich mit dem Fahrzeug. Und damit ihr seht, dass das mir hier nicht alles ausgedacht ist, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Da habe ich alles aufgeschrieben. Wer will, kann hier nochmal kurz einen Screenshot machen. Danke auch da an meine Freunde, die mich unterstützt haben, die dieses Fahrzeug auch gebaut haben. Namentlich zum Beispiel die Putzhilfe. Vielen lieben Dank. Ja, Freunde, das waren jetzt fast 15 Minuten Review. Wir schauen uns gleich nochmal in die Augen, aber ihr bekommt jetzt nochmal ein paar Fakten und natürlich Detailbilder zu all dem, was ich euch gerade erzählt habe, liebe Freunde. Danke an alle Kanalmitglieder für ihre monetäre Unterstützung. Danke aber auch an alle Kommentatoren, an alle Liker, an alle Unterstützer, an jeden Zuschauer. Ihr seid die Geilsten. Damit mir im Review auch wirklich nichts entgangen ist, führe ich ja immer diese Videoshow ein mit Bildern, mit Detailbildern, die ich gemacht habe, damit wir hier wirklich nichts übersehen. Wichtig sind die Spaltmaße, auf die gehe ich gleich zum Abschluss noch einmal ein und auch wichtig noch einmal hervorzuheben, die Minifiguren in diesem Set, die mir richtig gut gefallen. Der Panzerkommandant zum Beispiel, ein hochdekoriertes Kerlchen, wenn wir uns mal die Abzeichen in dieser Figur ansehen und alles tolle Drucke. Wichtig noch, wir haben hier eine Limited Edition. Wir bekommen kein abgespecktes Set. Es wird kein Panzerjäger Nashorn in einem normalen Tarn geben. Ganz im Gegenteil, wir bekommen die 2663. Wir bekommen die Panzerhaubitze Hummel. Die ich euch im Review links neben den Nashorn auf meinen Bautisch gestellt habe. Das wird die 2663 werden. Liegt ja auch nahe, weil Kubi hier das gleiche Fahrwerk verwenden kann. Denn das Nashorn und die Hummel teilen sich ja beide den Geschützwagen 3-4, also das Chassis, das Plattform ist bei beiden Fahrzeugen das gleiche. Der Oberbau mit der Bewaffnung unterschied sich dann bei den Fahrzeugen. Deswegen ist das Nashorn auch das Sonderkfz 164 und die Hummel ist das Sonderkfz 165. Ist bei Kubi schon angekündigt, kostet 99,99 € und wird natürlich auch hier auf meinem Kanal wieder reviewt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare, ein paar Gedanken zu diesen beiden Fahrzeugen dalassen würdet. YouTube zählt anders, erwähne ich gleich auch nochmal. 7 Wörter wären ziemlich cool, aber generell finde ich es cool, wenn ihr mir einfach einen Kommentar da lassen würdet, einen Daumen hoch und vielleicht hypt ihr ja dieses Video, wenn euch das Thema gefällt. Kubi Limited Edition sind ja immer bei mir ein Herzblut und ich hoffe, das kann ich transportieren. Hier ist der Bloxy aus der Zukunft und keine Angst, es geht gleich weiter im Video. Während ich schneide, ist mir nämlich aufgefallen, dass diese Limited Edition mit einer Figur mehr, mit Kladderadatsch drumherum, wenn auch nicht viel, tolle Granatenhülsen zum Beispiel, 99,99 € gekostet hat. Die 2663, also die Panzerhaubitze Hummel, nicht als Limited Edition,
mit nur 2 Figuren wird auch 99,99 € kosten. Das finde ich etwas komisch. Denkt mal drüber nach. Ich habe euch zum Schmunzeln eine Grafik aus der bösen, dunklen Zeit mit reingepackt, die etwas schmunzelhaft über die Bewaffnung in einen Panzer spricht. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass ich hier nicht noch leider einen großen Fehler von Kobi bei diesem Fahrzeug euch mit auf den Weg geben muss. Die ganze Euphorie um die Optik dieses Fahrzeugs, um die Drucke, hat noch einen kleinen Downer, nämlich die Klemmkraft bzw. das Verziehen hier beim Fahrwerk. In der ersten Räderreihe sieht man es vielleicht, da haben wir einen Spalt, kommt daher, dass es sich ganz schön verzieht. Das liegt daran, dass wir hier diese T-Brackets haben von Kobi. Die werden übernoppt von 1x3er Jumperplates, die Doppeljumper von Kobi. Und das hält irgendwie nicht, das verzieht sich und somit drückt es die Noppen raus. Und das sieht blöde aus. Draufgebracht haben mich einige von euch auf Instagram, die haben mir da geschrieben. Und die ganze Euphorie, die tollen Drucke, die tollen Figuren, das Ganze drumherum hat mich ein bisschen vorhin beim Review das vergessen lassen, obwohl ich ja so eine schöne Liste auch von Kumpels bekommen hatte, was ich alles hier zu diesem Fahrzeug vielleicht noch euch mit auf den Weg geben kann. Also nicht nur meine Eindrücke, sondern halt auch die der Community. Das finde ich immer ziemlich wichtig. Das ist ja hier so ein Gemeinschaftsprojekt. Und da wollen wir auch gleich weitermachen, denn ich habe euch ja gesagt, ich habe hier noch eine Hornissen- bzw. Nashorn-Version aus 2018. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das Ding baue, dann lasst dieses Video einfach ein bisschen krachen, schreibt mir schöne Kommentare, gebt mir ordentlich Daumen hoch und hypt das Video. Dann werde ich dieses Ding hier auch vorziehen und vorbauen. Lasst mal ein bisschen Trommel da, wie so ein Trommelfeuer eines Nashorns auf gegnerische Panzer. Das Ding ist nämlich ziemlich cool. Und was das so besonders für mich macht, dass ich das Nashorn hier vorstellen wollte, ist, dass mein Opa dieses Fahrzeug aus Holz schon mal gebaut hat, vor 30 Jahren, glaube ich. Mein Opa ist schon lange leider tot. Mein Opa war Panzersoldat, deswegen habe ich diese Leidenschaft mitbekommen. Und mein Opa hat große Panzerholzmodelle aus den einfachsten Materialien wie Knochenleim, wie Hosensaum, Gummibänder gebaut für die Kette und so weiter. Ich wollte schon immer mal so ein Panzerchen zeigen, die stehen im Offizierscasino der Kaserne in Holzminden, die Reservistenkameradschaft in Holzminden, da war ich auch mal Mitglied und mein Vater und so weiter. Die wissen von dieser Panzerbauleidenschaft von meinem Großvater. Er hatte sogar als Spitzname den Namen Panzer. Wen wundert das? Deswegen ist dieses Nashorn für mich was ganz Besonderes. Mein Opa hat das gebaut, so groß und ich würde es euch so gerne zeigen. Aber es steht da und hat da seinen ordentlichen Platz, also quasi meine Dauerleihgabe an die Reservistenkameradschaft in Holzminden, meiner Heimatstadt. Grüße gehen raus nach Südniedersachsen. Grüße gehen halt auch raus an euch. Lasst, wie gesagt, ein bisschen das Video beben, damit ich bald dieses Set hier bauen kann. Und wenn ihr euch jetzt wundert, immer Bloxy, wo hast du eigentlich deine Fakten her? Hast du die von ChatGPT oder von irgendeiner KI oder von Wikipedia? Nein, Freunde, die Fakten für dieses Video habe ich mir alle aus einem Buch geholt, aus dem Motorbuchverlag hier in Stuttgart. Da drinne haben wir auch die Fakten hier zu unserem Nashorn. Buch verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, sind wir am Ende angelangt. Ein Panzer, auch wenn es ein Panzerjäger ist auch nur ein Auto. Und deswegen wünsche ich euch wie immer eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.